Meine lieben Fly-Freunde, willkommen zur Tierlist. Bisschen wilder Content, aber ich denke mal, viele von euch wird es vielleicht ein bisschen helfen, bestimmte Sachen einzuordnen, vielleicht auch Geld zu sparen. Es soll natürlich keine Animation sein, mehr Geld auszugeben, als man irgendwie parat hat für ein Spiel. Und als kurzes Vorwort, dieses Video ist ziemlich lange, einfach aus dem Grund, um für euch auch nachzuvollziehen, aus welchen Gründen welches Item welchen Platz bekommen hat. Falls euch das nicht irgendwie interessiert und ihr euch nicht jetzt irgendwie noch die Stunde geben wollt oder die 1,5 Stunden Videomaterial, die Tierlist findet ihr natürlich als Download auch in der Videobeschreibung. Lasst wenigstens noch einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr es nicht gemacht habt. Ansonsten freut mich natürlich, wenn ihr das Video guckt und trotzdem ein Abo und einen Daumen nach oben da lasst. Es werden dann natürlich noch anhand dessen auch Budgetplanung Videos kommen, was zum Beispiel am besten ist, wenn man jetzt sagt, okay, ein Fuffi zum Start, ein 100er zum Start, etc. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Manche von euch können sich das dann vielleicht auch ableiten. Das ist natürlich sowieso immer am allerbesten, sich selbst, es hört sich zwar ein bisschen wild an, wenn es halt darum geht, aber sich selbst ein bisschen zu schulen, das kann halt auch, wie gesagt, Geld sparen, anstatt man irgendwie blind einfach irgendwas kauft, sondern selber dann nachdenkt, okay, die und die Sachen sind aus den Gründen dort S-Tier-mäßig eingeordnet. Und ich bin in der Situation mit der Klasse oder so sehe ich mich mit meiner Spielzeit und Flexibilität und sowas oder habe zwischendrin mal Urlaub, deswegen bringt halt das und das halt nichts für mich. Also ein bisschen selber nachdenken ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, gönnt euch das Video und damit viel Spaß beim Gucken. Ja. Wir müssen hier natürlich jetzt so ein bisschen sinnbildlich gucken. War hier, glaube ich, alles mit drin. Wenn euch irgendwas auffällt, dass irgendwas fehlt, dann müsst ihr das dazu sagen. Hier unten habe ich auch die Adventure Fortune Flask und die Bounty Flask noch drin. Ansonsten würde ich sagen, ich habe alles zur Tierlist, alles reingemacht, was irgendwie Stats bringt. Ja, ob es jetzt irgendwie Schnelligkeit ist, auch sowas wie Blinkwing auf Madrigal. Da muss man halt nur gucken, bestimmte Sachen sind natürlich auch in Pakete drin und sowas alles. Also ob man jetzt wirklich Blinkwing auf Madrigal kauft, wenn man halt bestimmte Sachen irgendwie durch Präregister, durch vielleicht einen Starterpass und Beginners Package A, wenn man da noch mehr Benefits hat, wo das auch mit drin ist und so, muss man halt dann gucken, ne? Genau, da gehen wir erstmal, wir können ja hier nebenbei immer noch ein bisschen gucken, was jetzt mal genau ist, was da beinhaltet ist. Also als erstes würde ich sagen, ist Speedset. Das ist jetzt Speedset für uns sinnbildlich Spring auf Picnic. Spring Picnic Costume Lucky Box ist halt ein Speedset. So, Speedset ist natürlich so ein bisschen Gacha-mäßig, ne? Will man da jetzt, wenn es 700 F-Coins kostet, so super viel reinbuttern, so, da bist du bei 5 Stück, bist ja schon bei 3500 F-Coins. Und das ist schon heftig viel. Das ist ja dann basically schon eine Adventure Fortune Flask für 30 Tage. Daher finde ich, man muss es natürlich immer so gucken, nicht nur was bringt es, sondern wie viel kostet das auch. Und gerade bei RNG ist es dann halt ein bisschen schwierig. Aber da würde ich so... Ich persönlich würde sogar sagen, so ein Speedset ist eher so C-Rank. Also Speed ist schon essentiell, ist schon wichtig für einen Serverstart. Aber es ist halt auch nichts, wo man sagt, okay, das musst du unbedingt haben. So, ohne ist verkackt. So, wenn du halt, weiß nicht, also wenn du jetzt 5 öffnest und du kriegst irgendwie 2, 4, 2, 4, dann überleg mal, wie viel Kohlen du schon versenkt hast für quasi nichts. Daher würde ich das auf C-Tier packen. Was wichtig ist und also was ich definitiv holen würde, die Frage hängt jetzt da natürlich vom Release-Termin ab. Dadurch ist April-Pass echt schwierig. Wenn jetzt der 17. gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, safe. Safe A-Tier, wenn nicht sogar bis zur S-Tier. Wegen Vendor-Shop und sowas die ersten Tage total wichtig. Und auch die ganzen Goodies, die hättest du locker rausgeholt. Aber wenn es wirklich erst am 24. kommt, am 24. hast du halt, da hast du theoretisch nur 2 Wochen. Da hast du die erste Woche und die zweite Woche. Wenn du gut bist, schaffst du es bis 2000 Punkte, dann hast du 20 Belohnungen. 20 Belohnungen. Was hätten wir dann bei 20 Belohnungen? Additional Attendants sind 1
100 Pro, glaube ich. 100 F-Coin Pro, also 300. Flask Box. Ja, das sind 3. Was sind denn das? 100 F-Coin? 120 oder sowas? Blicke auf Madrigal sind nochmal 100 F-Coin. Ein paar Upcut Stone. Ein paar Jump-Sprintrollen. Deathstone, Inventory Bag, Ampli. Das sind nochmal 200. Das sind nochmal 100. Hier sind nochmal 200. Was ist das hier? Flask. Also bis 20 könntest du theoretisch kommen. Würde ich sagen. Wenn du richtig, richtig gut bist und gezielt hier fast alles so machst. Daily ab den Tag, die Dailies, die Weeklies kannst du 2 Wochen machen, die Weeklies. Und die Season-Belohnung Hand-Boss-Monster kannst du über einen Story-Mode, 11 Chasm machen, ganz easy. Obtain Kostüms kriegst du ja theoretisch. Consumer-Ticket ist schwer, Hand-Boss-Monster, genau, kriegst du. Kill Diana Arena kriegst du. Also das ist halt natürlich sehr knappig, lieber den Starterpass. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es der 24. ist, der 24.04., dann hast du zwar trotzdem, aber dann würde ich sagen, anstatt A-Tier, was es am 17. wäre es für mich A-Tier, ist es am 24.04., wovon wir jetzt ausgehen müssen, wäre es für mich eher B-Tier. Also es muss nicht unbedingt sein. Dann haben wir einen Starterpass. Und hier wird es dann so ein bisschen tricky und hier kommen auch so die ersten paar Tricks und sowas alles. Der Starterpass kostet nur 500 F-Coin. Und wir bekommen als erstes für Level 1 ein 30 Tage CS-Pad. Und 30 Tage CS-Pad, das reicht schon aus. Da brauchst du kein CS-Pad mehr kaufen, außer du willst irgendwie spezielle Optik von irgendeinem CS-Pad haben, permanentes, warum auch immer. Aber das reicht schon aus, der Starterpass. Damit hast du ein CS-Pad, Reverse, theoretisch 1k F-Coin, klar hättest du ein permanentes. Und du brauchst nur 50 Punkte von Reach Level 5, easy gemacht. Spätestens First Job Change, aber ansonsten Receive Buffs from a Buff Paying. Receive Buffs from a Buff Paying, hast du 50 Punkte, Level 5, 50 Punkte, zack, hast ein CS-Pad, was theoretisch 1k wert ist. Und nach den 30 Tagen hast du noch von diesen Playtime, Total Connection, diese Snakes, diese Schlangen, die kriegst du noch, da kommst du auch noch ein paar Tage. Dann vielleicht noch irgendwelche Events oder irgendwas. Und dann kaufst du einfach, nach 30 Tagen ist die Inflation schon so hoch, da kaufst du die Gigalbox aus dem Care-Shop für Penya. Dann kaufst du die Gigalbox für 14 Millionen. Hält 15 Tage, kommst du locker easy hin. So, brauchst kein CS-Pad kaufen. Kaufst einfach nur den Starterpass. Und wie gesagt, abgesehen davon hast du im Starterpass auch noch eine Ampli, ist auch 100 F-Coin, brauchst du sowieso. Du hast noch Blinkwings, du hast Potions 10 Stück, du hast nochmal eine Amp, du hast noch ein Inventory Bag, extra 30 Tage, du hast 5 Rest Scrolls, die sind auch teuer, die kann man definitiv immer mal gebrauchen. Power Scrolls kommen noch dazu, Stat Scrolls kommen noch dazu, Vital Drink Refresher holt für Mage Class oder wer die braucht und ein Reskill. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber auch nicht verkehrt. Also ich finde Starterpass absolut genial. Für 500 F-Coin. Mega. Starter S-Tier. S-Tier würde ich vielleicht nicht gehen, aber definitiv A-Tier. Für einen FWC-Start. Wie gesagt, das ist auch keine Tierlist für irgendwie, was man allgemein cashen sollte, jetzt egal in welcher Situation, sondern das ist einfach nur so für, ich sag jetzt wirklich Day One, du willst loslegen, am besten zum Release, genau nach der Serverwartung. Dafür soll es halt sein. So, gehen wir weiter. Wir haben Limited Package 900. Wir haben hier für 900 F-Coins ein Limited Package. Da haben wir 15 Upcut, 10 Vital, 5 Arms, 20 Blinkwing, 3 Action und ein Magic Broom for Beginners. Flying Broom can be used mit Level 1. Ich weiß nicht, welche Geschwindigkeit das hat. Weiß es einer von euch, ob der so schnell wie ein CS-Bot ist? Also das Ding hier bei dem Package ist, wenn du zu 100% alles davon auf jeden Fall nutzen willst, weil du zum Beispiel ein Mage bist und brauchst Refresher Hood, Acti, Upcut, Amp, wird sich Blinkwinken, dann würde ich sagen, je nachdem, was noch für Angebote drin sind, go for it. Also du kriegst schon relativ viele Sachen. Wenn du aber zum Beispiel jetzt, so wie ich, spiele dann zum Beispiel einen Jester und spiele wahrscheinlich Auto-Attack und eventuell nicht mit Skills. Du kriegst von überall schon Vital Drink X und Refresher Hold. Also das kriegst du ja sowieso, wisst ihr alle, en masse.
So, bestimmte Klassen brauchen trotzdem relativ viel. Wenn du aktiv Ringmaster spielst oder sowas, dann brauchst du das vielleicht auch immer. Davon kann es nie genug geben. Aber ansonsten ist zum Beispiel das für mich wertlos. Also es ist ja schön, dass ich irgendwie spare. Ich brauche dieses Item aber als Jester zum Beispiel nicht. Das ist für mich total wertlos. Upcut Stone, Amp, Blinkwing und Acti brauche ich auch nicht als Jester zum Beispiel. Also da muss man dann halt gucken. Und Magic Broom muss jetzt auch nicht sein. Also für mich wäre effektiv eigentlich nur Blinkwing auf Madrigal, Scroll auf Ampli, Upcut Stone. Also dieses Package ist schon so ein bisschen bedingt. Es kommt darauf an, ob du es wirklich brauchst, nicht brauchst. Bestimmte Sachen kriegst du auch sowieso, wirst zugehäuft. Es kommt darauf an, welche Events sind und sowas alles. Die kriegst du vielleicht sowieso en masse. Kriegst es durch Battle Pass, kriegst es durch Starter Pass und so. Die bringen dann vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen und für 900. Wenn man es hundertprozentig braucht, alles was da drin ist, dann kann man es holen. Ansonsten würde ich für mich eher sagen, irgendwo zwischen C und B. Also ich würde es nicht auf dem gleichen Level wie ein Aprilpass packen, selbst wenn erst am 24.04. das Release wird. Da würde ich immer noch sagen, der Aprilpass ist stärker und würde es irgendwo mit einem Costume Lucky Box vielleicht reinbringen. Bloß eine Costume Lucky Box könnte eventuell Permanentheit sein, wenn du einmal schaffst, 10% zu ziehen oder 8. Dann hast du davon auf einen langen Zeitraum was. Und ja, Limited Package, es kann halt sein, dass du sowieso mit den Sachen, die da drin sind, überhäuft wirst oder sowas oder spezielle davon gar nicht brauchst. Langsam. Okay, das Board ist sogar langsam. Also wahrscheinlich bist du mit Run, Speed, Scrolls, die du vielleicht so irgendwie bekommst, sogar noch schneller. Package 500. Ist vielleicht wieder ein bisschen interessanter. Kostet jetzt genauso viel wie der Starterpass und du hast hier einen 7 Tage anstatt einen 30 Tage Pad drin. Du hast 10 Blinkwings drin. Ne, das können wir nicht festhalten und vergleichen mit dem anderen Starterpass. Du hast Vital Drink X, Upcut Stone, Ampli und 10 Blinkwing. Also es ist ungefähr ähnlich. 10, 5, 3, 10. Also beides kostet 500. Wir haben hier 10 Upcut Stone. Hier haben wir gar keine. Wir haben hier 5 Vital Drink Refresher holt. Hier haben wir 10, doppelte Menge. Wir haben 3 Ampli Scrolls. Hier haben wir 1. Hier haben wir 2. 10 Madrigal Blinkwing. Haben wir hier auch 10. Und 7 Tage Pad. Hier haben wir dafür noch 30 Tage Bag. Wir haben Stat Scrolls. Wir haben Power Scroll. Wir haben Rest Scrolls. Wir haben Potion Box. Wir haben 30 Tage Pad. Und 30 Tage Board. Ist hier auch. Das hatten wir vorhin gar nicht gemacht. Und ich glaube, dieses 30 Tage Flive Board hier ist sogar High Speed. Glaube ich. Die Frage ist nur, ob du bis Level 6 kommst. Ob du auf Level 6 kommst vorher. Bevor du fliegst, aber es kann sein, dass du durch irgendwas auch noch CS-Board irgendwie bekommst, ne? Diesen Pyuki oder wie der heißt da, dieses komische Ding da. Ja, weiß ich noch nicht so genau. Also Limited Package würde ich sagen 500. Ja, kostet halt nur 500, ne? Und ist eigentlich ganz stabil. Aber ich würde es irgendwo auch hier mit hinpacken. Vielleicht ein bisschen besser noch als das 900er. So, dann haben wir den 300er. Der ist hier. Upcut Stone, Vital Drink X, Refresher holt. Ich denke, wenn du alle 3 Sachen brauchst, auf jeden Fall was, womit du nichts falsch machst. Anstatt die halt einzeln so zu kaufen, wenn du die so einzeln kaufen müsstest, weil du sie brauchst, dann lieber den Limited Package 3. Könnte man sagen, okay. Für Mage-Klassen vielleicht gar nicht so bad. Aber B-Tier? Ich würde es auch zu C-Tier, aber ein bisschen weiter vorne. So, Beginner Package A finde ich auch recht interessant. Beginner Package A ist definitiv interessant. Du hast halt hier die Sache im Vergleich zum... Mann, jetzt habe ich es geschlossen. Im Vergleich zum Live Pass. Oh, wo ist es denn jetzt hin? Hast du halt hier direkt, also wer jetzt keinen Starterpass irgendwie kaufen möchte aus Gründen X, hier hast du zum Beispiel mehr Amplis drin, auch einen extra Bag, 5 Vital Drink X und Refresher holt, eine Torch of Rayon brauchst du eigentlich nicht, wenn du ein Extended
April-Pass hast. Aber hier hast du auch nochmal, das ist auf jeden Fall für die gut, die sagen, okay, ich will mir irgendwie halt, wie gesagt, ein CS-Pad oder Board kaufen. Kauf dir ein Beginner-Package A. Du hast 5 Amplis drin, du hast 30 Tage einen Board, du hast 30 Tage einen Pad, also der Preis, der ein Pad kostet, gut, hier ist 12 F-Coin teurer, aber du hast ihn hier für 30 Tage und danach gehst du einfach auf das Penya vom Flyshop-Pad, also auf die Gigglebox. Da hast du noch Power Scroll, hast du auch noch mit drin. Und Power Scroll ist am Anfang ist halt wichtig, so, ne? Ich würde sogar noch vor einen Starter-Pass machen. Es ist halt teurer. Oder du kaufst halt Beginner Package A auf dein Main und Starter-Pass vielleicht auf dein Alt. Aber das Doofe ist, wenn du da an das Flyboard nicht rankommst und dein Main kann schon rumfliegen und dein Alt nicht, ist halt auch scheiße. Es gibt nichts Besseres als den Beginner-Pass, sage ich. Aber das kann der Beginner-Pass doch noch für die Hälfte des Preises. Ja, schon, aber wenn du jetzt wirklich losgehst, so, du kaufst dir halt kein CS-Board, weil du sparen willst, weil du hast ja am Starter-Pass das, dann musst du aber auf Stufe 6 kommen, um fliegen zu können. Ansonsten kannst du ja nicht mit normalen CS-Board-Geschwindigkeit fliegen. Das heißt, wir müssen 600 Punkte akkumulieren. Join a Guild geht noch nicht. Das ist Second Job Change geht noch nicht. Increase Skill Maximum 1 geht's. Das hier sind also 1, 2, 2,5. 1000 Monster. Vorher glaube ich nicht. Login dreimal. Nee. 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 Oh, der, wie viele sind denn hier? Catch. Element Upgrade, Join a Party, ja, war bei 3 anstatt bei 50. Picard-Chips werden wir bisher noch nicht schaffen. Travel geht nicht. Ich weiß nicht mehr, was Aerial Monsters sind. Perform 3 mal Combos, wir sind der Action-Slot. 4. Also ich sehe nicht, dass du auf Stufe 6 kommst fürs Board. So schnell. Am ersten Tag. Und das hast du, glaube ich, also meiner Meinung nach hast du vor Level 20 das nicht durchgeprügelt. Doch, na klar, nee, glaube ich nicht. Die Monster, 1000 Monster am Anfang? Da bist du schon längst Level 20, wenn du 1000 Monster gekillt hast. Beides holen, sage ich. Theoretisch, volumemäßig, ich glaube, letztes Jahr habe ich sogar auch beides geholt, weil für 500, allein die Potions sind 100, das hier sind 100, die Ampli sind, also sind wir bei 200, 300, 400, dann hast du Inventory Bag, brauchst du auch irgendwann, der kostet, glaube ich, 200 oder 300, da bist du schon weit drüber, denn Scroll of Resu kostet ja auch einen Haufen Geld, ich glaube, das sind 500 F-Coins hier, oder sogar mehr. Power Scroll sind auch nochmal ordentlich. Die Stat Scrolls, hätte ich mir X oder Fächer holt, je nach Klasse halt. Und du hättest halt dann nochmal 30 Tage nochmal. Also, wenn du beides holst, dann hast du 60 Tage auf jeden Fall CS-Board und CS-Pad ausgesorgt. Also für 2 Monate wärst du dann auf jeden Fall schon mal komplett ausgesorgt. Ich würde es, dadurch, dass es situationsabhängig ist, würde ich beides bei A für den Starttag packen. Es lohnt sich auch inhaltstechnisch, was drin ist, wenn man einfach beide sich holt. Additional Attendance Coupon. Das ist. Haben wir hier einen? Wir haben hier sogar einen. Dann können wir das sogar kurz einmal machen. Das ist quasi. Du kannst ja Login Reward. Einmal das hier. Und nach 40 Minuten hast du ja alle 4 Slots. Und dann kannst du mit dieser Scroll hier oder mit diesem Coupon, den kannst du dann betätigen. Und dann kannst du hier unten nochmal rollen und 4 Sachen bekommen. Probability ist mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit Box of Stamina, Box of Mana, Box of Vital. Da ist, glaube ich, sowas wie drin wie Refresher holt, Vital Drink X, vielleicht irgendwie Upcuts Down. Ich weiß gar nicht so genau, was da drin ist. 10 Grilled Ale, 10 Vital Drink X, 10 Upcuts Down. Ja, also da sind schon, aber ist es realistisch, dass wir das irgendwie ziehen? Box of Mana ist wahrscheinlich das gleiche, anstatt Vital Drink X ist halt, ist Refresher Hold und Acti. Box of Vital ist Vital Drink X und Acti. Dann Stat Scroll Box, Weapon Scroll Box, Fusion
Box Element Attack und so. Und dann gibt es hier viele Auren. Das wirst du am Ende haben, aber es bringen die keine Stats. Am Ende wirst du viel Auren haben und so. Bringen die aber keine Stats. Wir werden es jetzt einmal machen, dass wir es einmal sehen, was wir so bekommen. Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich heftig Glück. Ja, genau. Wir haben einmal Black Aura, wir haben einmal Dämon-Effekt, wir haben einmal Wind-Effekt, wir haben einmal Earth-Effekt. Ist okay. Aber deswegen jetzt irgendwie Penya ausgeben, ich würde sagen, eher nicht. Zusätzlich dazu, wenn man sich den April-Pass kauft, dann hast du. Wo ist er denn? April-Pass hier. Dann hast du sowas hier sowieso drin. Genau, daher würde ich sagen, für mich ist das tatsächlich eher D-Tier. Es kann halt total Waste sein, ne? So, und für mich ist es deswegen D-Tier. Klar, wenn du übelst reinlagst, dann hast du da auf jeden Fall richtig viel für dein Geld rausgeholt. Aber in den meisten Fällen bekommst du einfach dadurch keine Stats. Und am Ende geht es mir ja darum, hier nach zu beurteilen, was dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise Stats gibt, auch wenn es jetzt Run-Speed ist, Fluggeschwindigkeit oder so, dass du halt einfach schneller bist zum Release-Tag, ne? Und das kann, wahrscheinlich in den meisten Fällen bringt das halt einfach 0. So, daher ist das, man könnte vielleicht sagen, ja, wenn du aber vielleicht irgendwie gewisse Chance, dann hast du ja doch da irgendwie einen Upcuts-Down oder so rausgekriegt für nur 100 F-Coin. Aber ach, am Ende des Tages kriegst du da sowieso nur nichts. So. Und dann haben wir Additional Connection. Und Additional Connection ist das hier. Und da muss man jetzt natürlich heftig gegenrechnen, ne? Also das Paket hier, da hast du 1500 F-Coin und dann kriegst du jeden Tag hiervon irgendwas. Also das, was halt hier gelistet ist, bekommst du. Also du bekommst Flaskboxen, wo eine Flask und eine Potion drin ist, Grillet Ale, Cotton Candy, Tech Pink Balloons, Upcut Stone. Also viel Krimskrams bekommst du. Goldpill Package. Flask, Potion, viel Grillet Ale, Pink Balloon nochmal Goldpill. Ach so, und das Scroll of S-Fusion und eine Turkey-Box. Also soll ich sagen, in meinen Augen, für was das gut ist, das ist gut für die gerne PvP-GW spielen wollen, die sich da drin sehen und die sowieso viele Prems wie Grillet Ale und sowas alles kaufen werden, weil sie viel gegen starke Bosse immer gleich kämpfen wollen. Auch mit Zusatz von Grillet Ale und sowas alles. Die in Guild War, Goldpill Package, Cotton Candy für Rainbow Cotton Candy und sowas alles ist hier mit drin. Oder auch White Cotton Candy für Cast Time. Pink Ballons für die extra 50 Attack Flat und Goldpill Package. Und Goldpilz ist mit das beste Food teilweise. Für Guild War und sowas alles, was du sonst eher schwieriger ranbekommst. Du hast eine Turkey Box, die nochmal EXP und halt 30 Stats gibt. Also ich finde, meiner Meinung nach ist das hier für welche, die GW gerne spielen wollen und die halt allerhand Prems und so sowieso brauchen und so, ne? Also die viel Prems usen wollen und so. Für die jetzt einfach nur, sag mal, medioker hochleveln wollen, PvE-mäßig Fokus und so. Für die ist das, glaube ich, nichts so, was jetzt unbedingt für das Geld sein muss. Daher würde ich das, also Value ist es bestimmt nicht verkehrt. Du bekommst viel für dein Geld, schätze ich mal, als wenn du die Sachen einzeln kaufen würdest. Daher würde ich das schon vor, meiner Meinung nach, hier so im C-Bereich vor den allen anderen packen. Aber für B, ich würde es nicht auf eine gleiche Ebene packen mit den Monatspass, obwohl wir am 24. Starten würden. World Template, okay, wie wichtig ist Housing? Theoretisch ist World Template mit den Buff-Peng an Tag 1 Game Changer und krass. Lässt nur dann halt schnell nach. Aber World Template ist halt schon wichtig. Also für Speedmäßig und allem die Stats, die dann noch dazukommen, ist das, finde ich, schon wichtig. Wir müssen jetzt nur gucken, genau welche. Casanova war 5% mehr XP. 5% mehr XP ist schon für 140 ist schon gut. Dann haben wir Misun. Ist Droprate. Ja, Droprate ist safe. Wenn ihr das die Handelswaffe für 140 F-Coin mehr bringt, dann hat die sich schon bezahlt gemacht. Dann haben wir Themas. Themas ist Run Speed. Run Speed ist meiner Meinung nach auch immer wichtig.
Will ich auch hier reinpacken. Ob das jetzt hier nun 140 F-Coin oder ihr sagt, ihr nehmt die 7-Tage-Version für die Hälfte, das ist euch überlassen. Genau, so Run Speed ist für mich auch alles A-Tier. Hater sind S-Tier, wie immer. Hatter. PvE-Schaden, ja, PvE-Schaden ist geil. Das ist richtig, PvE-Schaden ist schon sehr gut für das Geld. Überleg mal, du könntest es fürs 10-fache kaufen. Du könntest für 1400 F-Coins einfach 30% PvE-Schaden kaufen. Junge, das wäre sowas von heftig OP. So, Alice im Wunderland. PvE Damage Reduction, würde ich sagen, ist eher so B-Tier. Ist okay, ist auch ein geiler Stat und sowas alles, gerade bei Giants später und sowas. 3%. Ja, ist jetzt nicht super krass, aber ist schon gut. So, dann kommen wir zu Peng. Peng reicht 7-Tage-Version. Ich habe zwar hier gescreenshottet, die 15-Tage-Version ist das hier. Soll ich das eigentlich noch ein bisschen größer machen oder geht? Haus ist doch S-Tier. Rainbow kannst du halt nur einmal machen. Aber S-Tier, also S-Tier für meine Verständnisse ist die Flask. Ja, die Flask hier, da kommen wir noch hin. Die Adventure Fortune Flask. 100% XP, 100% Drop, 15% PvE-Schaden, 10% Defense. Das ist für mich S-Tier. Das ist für mich gottgleiches Item. So, das ist einfach, das musst du haben, sozusagen. So, ne? Das ist einfach 100% mehr XP und Drop und alles so. Das ist einfach gottlos geil. Das ist für mich S. So. Ne? So, A ist halt schon, es gibt dir auf jeden Fall einen krassen Vorteil. Also das ist schon sehr gut und hat einen sehr krassen Mehrwert, das zu holen. So, ne? So, Peng. Peng würde ich fast schon sagen, ist für den Start, für den allerersten Tag auch schon S-Tier. Das ist so unglaublich geil, wenn du Autotech spielst. Aber 7-Tage-Version reicht. Man braucht eigentlich nicht die 15-Tage-Version. Weil das brauchst du irgendwie gefühlt nur die erste Woche, wenn überhaupt. Und dann löst schon der RM sowieso die Buffs ab. Aber das ist für mich eigentlich schon eher S-Tier. Wir haben jetzt Cha-Cha. Flying Speed. Ja, Bruder, Flying Speed ist für mich so. Flying Speed ist für mich C-Tier. Brauchst du eigentlich. Also unteres C-Tier. Brauchst du eigentlich nicht. Loss 3%. 3% ist halt nicht viel. Und außerdem sind wir Macher und wir verlieren nicht. Ist für mich auch C-Tier. Da gibt es bessere Sachen. Kostet zwar nicht viel, aber muss jetzt auch nicht sein. Adventure Shop macht für mich kaum Sinn. Ich persönlich, und ich würde es den meisten, die versuchen, die jeden Tag spielen, würde ich trotzdem naheliegen, den Battle Pass zu kaufen. Und dann brauchst du +1 Vendor Shop brauchst du eigentlich nicht. Wir haben, was haben wir denn hier? Mac? Ja, was ist denn Mac, Alter? Oder keine Ahnung, was das hier ist. Pet Training. Da müsst ihr mir mal helfen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich mit diesem Lifestyle-System nicht aus. Der Renneboss ist so. Oh, erstmal ein Atemzelt. Wo ist mein Asthma-Spray? Wie anders sind eigentlich die Buffs, wenn man den Buff-Peng als NPC hat? Das sind die Starter-Buffs, Level 7, glaube ich, aber mit maximalem In-Scaling. Und da ist ja Haste und Accuracy dabei. Das ist für Vagrant-Gameplay schon ziemlich heftig. Damit kannst du Pets züchten. Wo würdet ihr das hin? Für einen Tag 1 eigentlich total irrelevant, oder? Also absolut wurscht. Später erst. Okay, also machen wir es erstmal für den Release-Tag unrelevant. Oder die hätte ich auch alle löschen können. Unrelevant. Clock. Clock wurscht. Ultimate Level Future Earn the Level with a 30% chance of removing Ultimate Level. Ja, okay. Total unrelevant. So, Stat-Umhänger. Stat-Umhänger. 200 F-Coin. Bringt 8 Stat-Punkte. Es ist Must-Have. Also für 200. Die Stats finde ich schon A-Tier. B-Tier? B-Tier? Denk dran, dass du auch Kappelhaus holen kannst mit denselben NPCs wie beim normalen. Dann bringt dann auch für 2 was. Ich habe hier nichts mehr. Doch, ich habe hier noch Kappel. So, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, über das Kappel. Dann machen wir das jetzt hier noch.
Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Also, ich habe jetzt mein Housing-System. Hab da meine NPCs reingeknallt. Jetzt mache ich ein Couple mit meinem RM. Bin ein schwules Pärchen mit ihm. Alles cool. So. Jetzt muss ich, damit ich da Housing habe, muss ich nochmal ein Template kaufen. Richtig? Richtig. So. Muss ich dann jetzt die NPCs nochmal kaufen? Und dann habe ich die auf meinen Main doppelt und einmal auf meinem Ringmaster. Muss ich zweimal ein Template kaufen? Also einmal ein normales Template und einmal ein Couple-Template? Oder muss ich die NPCs auch nochmal alle kaufen? Zweimal Template, zweimal die NPCs. Okay. Zweimal Template, zweimal die NPCs. Alles klar. Gut, dann ist es basically the same. Theoretisch ist es nochmal krasser, weil du hast es dann auch für dein RM. Also hast du ja einen doppelten Benefit davon. Ja, dann das kann man nennen mal 2. Also es ändert ja eigentlich nichts denn so. Aber Kappa House kannst du erst ab Level 61 nutzen. Beide Chars müssen 61... Ach so. Ja, gut. Naja, dann ist die Frage, ob wir es drin lassen oder rauslassen. Ab 61... Naja, theoretisch, wenn man ordentlich spielt, ist man schon am ersten Tag da, ne? Aber ich würde es nicht sofort kaufen. Kann ich hier irgendwie markieren? 61 plus. Kann ich hier nichts reinschreiben? Trotzdem ist es OP. Ob du jetzt nun dann... Du musst es halt nicht gleich am Anfang kaufen, aber theoretisch schon an den ersten 1-2 Tagen. Für Start theoretisch nicht relevant, ja. Aber, ich sag mal, wenn du den Tag voll ausnutzt, dann wirst du schon an dem Punkt sein, wo du es... Naja gut, den RM musst du auch noch auf 61 gezogen haben. Ja, ich weiß nicht, oder wir lassen es raus erstmal. Dann lassen wir das hier raus. So. Blinkwing auf Madrigal. Blinkwing auf Madrigal ist eine coole Sache. Gerade für Job Change und bevor du Level 20 bist. Hast du allerdings bei vielen Sachen mit drin. Ne? Also hier bei den Starter Pass, Beginner Package, deswegen sind die auch relativ weit oben gelistet, hast du irgendwie mit drin. Du kriegst es dann irgendwann in Events auch immer, es hängt ja von Events ab und so. Ja. Ja, ich meine, dass nicht beide ein Couple-Template brauchen. Ja gut, der stimmt, das braucht ein Couple-Template für, das ist dann für beide Chars, ja. Blinkwing auf Madrigal würde ich sagen, ist B-Tier. Aber muss man halt drauf achten, hat man eventuell durch Präregister, durch Beginner Package, durch Starter Pass und sowas vielleicht genug. S, bist du schnell damit? S? Ich würde es B. Klar, es ist schon geil. Für den Anfang. Aber ich weiß ja nicht, ob man es so raw kaufen muss. In den ersten Minuten Richtung SM Darkon. Und da gleich... So, pick auf alle die vollen A-Bit-Spots. Ich drücke erstmal Blinkwing auf Madrigal und gehe direkt zu Carrier Bomb nach Darkon. Let's go. Ist schon geil, ja. Blinkwing auf Madrigal ist schon geil für den Start. So, vielen Dank für deinen Follow. Machen wir es auf A. Es ist schon geil, das stimmt schon. Und gerade, naja, gegen Cloak of Strong. Also gegen Stat Cloak. Cloak. Okay, Call of Return. Auch am Anfang eine geile Sache. Du hast wenig Slots und sowas alles. Naja, was sagt ihr zu Call of Return Town und Call of Return? Also, Return Town, würde ich schon sagen, ist für mich B-Tier. Und Call of Return, was teurer ist, eher so C-Tier. Aber es lohnt sich am Anfang schon noch, die zu benutzen, dass du halt schnell wieder zum Level-Spot kommst und weiterleveln kannst und so. Irgendwann lohnt sich das nicht mehr, weil die F-Coin, die du dafür ausgibst, die kriegst du halt nicht wieder rein durch den Penja lernen, aber am Anfang schon. Also würde ich sagen, Call of Return Town B-Tier, das kann man schon mitnehmen, kann man schon verwenden. Und Call of Return eher so C. Oder Food Shop. Warte mal, was war ein Food? Ich glaube, hab ich die überhaupt drin? Food Shop. Nein. Da sind 10. 10 sind 15. Also 150, also einer 15. Naja, wäre theoretisch immer noch besser als Call of Return. Außer du willst noch irgendwas Spezielles machen, dass du nochmal in die Stadt willst oder sowas.
Wenn du nur schnell sellen willst, dann die. Aber die werden immer noch 5 F-Coin pro Use günstiger. Ich lasse es einfach. Wir lassen es einfach raus. Es wäre aber auch so C-Tier. Ich würde es auf dem oberen C-Tier packen. So, Channel Shout. Channel Shout, würde ich sagen, ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. So, ne? Man spart zwar Geld, um Sachen zu schauen, die man verkauft. Eventuell verlierst du dann aber auch an Bieter und sowas alles, die sich hochschaukeln und machst dadurch vielleicht am Ende des Tages auch weniger Geld. Also klar, du erreichst erstmal mehr und das ist besser als normales Shout. Daher würde ich sagen C. Weil du erreichst nicht alle und dadurch kann es sein, dass du ein paar 100 F-Coin weniger für dein Item bekommst und sowas, weil nicht alle mitbieten. Server Shout, ja, wissen wir alle, ist geil. Kriegst das meiste dann für das, was du irgendwie gedroppt hast, zum Verkaufen. Ob es ein Cruiser-Part ist, ob es ein Komet-Gauns oder Suit ist, ob es eine G-Waffe ist. Also das ist schon, du kriegst das, was du dafür ausgibst, kriegst du auch dann halt durch das, was du halt verkaufst, als würdest du es halt nicht benutzen. Daher ist das hier schon A-Tier. Das ist schon ein geiles Item. Oder Server Shout S. Theoretisch könnte es auch S sein, ja. Also wie gesagt, wenn man wirklich davon, es kommt halt drauf an. So, ne, da braucht man jetzt, bei dem Item braucht man ein bisschen Kontext. Und ich möchte nicht die Leute irgendwie verwirren für irgendwas. Aber wie gesagt, am Ende bei der Tierliste geht es um einen guten Start und was sich lohnt, wenn du Pay-to-Progress gut reingehst. Wenn du casual unterwegs bist oder gar Free-to-Play oder so, na, dann brauchen wir nicht auf die Cash-Up-Tierlist gucken. Aber wenn du eher casual und willst gucken, okay, was geht so, was ist so, was kann man so kaufen? Du guckst auf A, dann kaufe ich mir alles, was auf A ist, aber du benutzt die nicht. Aber wenn du schon so ein bisschen Tag 1 durchstartest, dann wirst du die wahrscheinlich schon nutzen, weil du Teba irgendwas droppst, weil du Komet irgendwas droppst, weil du Cruiser droppst, weil du einen Fleming-Bau droppst, weil du irgendwas. Und da einer kostet halt 10 F-Coin und das kriegst du, also für mich, es kann schon sein, dass es auch schon S ist im Vergleich, wenn du es halt nicht hast. Wenn du nichts droppst, ist es D-Tier, genau. Wenn du nichts droppst, dann ja, hat dir das halt nichts genau. Aber ja, ihr habt schon recht. Also das ist schon wichtig. Weil irgendwas droppt jeder am Anfang irgendwie. Ein paar schöne Nightwaffen, so wie ich. Drop nur Nightwaffen, benutze die ganze Zeit Server-Shout. Ja, nichts. Okay, ich scroll auf Sprint. Ja, für ganz am Anfang würde ich sagen, scroll auf Sprint, A-Tier auf jeden Fall. Bist schneller unterwegs. Braucht man nicht en masse. Aber ich sag mal, bis Level 20 eine geile Sache. Und für mich A-Tier. Scroll auf Velo ist halt einfach eine teurere Variante mit höher Springen. Ist für das Geld immer noch okay. Aber im Vergleich zu Scroll auf Sprint, die einfach günstiger sind, ist das für mich halt einfach ein Tier weniger. So, Scroll of Private Custody ist direkter Bankzugriff. Brauchst du am Anfang, würde ich sagen, ist so C-Tier. Brauchst du nicht wirklich. Vielleicht willst du aber irgendwas schon auf die Bank rausschmeißen, willst aber nicht zurück zur Town. Dann ist es vielleicht immer noch günstiger als Scroll of Return zu usen und sowas alles. Ja, würde ich sagen, ist C-Tier. Das kann man unter bestimmten Umständen schon sehr gut nutzen. So. Jetzt kommen wir zu, ich weiß nicht, ob es umstritten ist. Scroll of Select Party. Startet, direkt Party auf Level 10 knallen. Das Ding ist, meiner Ansicht nach brauchst du die Country-Einstellung oder wie auch immer, brauchst du eigentlich nicht. Aber du machst erstmal gleich direkt 10 Level gut und 10 Level früher basically Link Attack zu bekommen, ist, finde ich, schon schmackhaft am ersten Tag und auch so schnell wie möglich dann Giftbox und Lucky Drop zu bekommen, um halt 30er-Teile, Komet als erstes eine höhere Wahrscheinlichkeit zu bekommen, deine Cruiser-Set-Parts, Fleming-Bau, ihr wisst, was man hat alles so, dass du halt schon relativ früh dein Party-Level 40 hast oder auch zum G-Waffenbereich, Giants und so, dann schon ready bist. Finde ich, es ist halt 100 F-Coin, nur für den Start. Danach braucht man es nicht mehr. Aber an Tag 1 würde ich sagen, ist das schon A-Tier. Für mich. Für mich diese 10 Level
vom Party am Tag 1 gleich zu machen, ist für mich A-Tier. S, würdet ihr sogar sagen? S-Tier? Ich weiß halt nicht, schaffst du bis Level 45 oder wenigstens bis zu Giants, schaffst du locker Level 40 ohne die. Ich weiß es nicht. Am Anfang, die Party levelt halt so unendlich langsam. Und wenn du da schon gleich 10 Level gut machst, ist halt schon geil. Ja, okay, 400 F-Coin. Ist halt vielleicht auch einfach S-Tier. Hätte auch S gesagt. Ja, gut, schließe ich mich an. Ich wollte da vielleicht erstmal so ein bisschen neutraler rangehen, um zu gucken, wie ihr es seht, so. Aber ja, es ist halt schon krass. Danke für die Info, mate. Du, gerne, dafür bin ich da. Lässt du auf Level oder auf Schaden und ziehst dann erst? Ich mache erst auf Level bis Level 15, dann mache ich mit beiden Job Change und dann mache ich auf Schaden und los geht's. Aber vorher nicht. Ich will nicht so dieses, okay, der eine ist Level 15, mein Main, der andere ist Level 8 oder 9, dann mache ich da Job Change, dann nach SM, dann ist der aber Level 15, dann wieder, ich mache das alles mit einmal und dann geht's richtig Abfahrt los. Ich kaufe aber auch bei beiden die FWC Flask halt, damit die halt gleich schnell leveln. So. Friendship A. Braucht man Friendship A unbedingt? Wenn einer Char da ist, dass du den anderen hinporten kannst, wenn zum Beispiel Szenario bei Friendship A, du stirbst in SM, du bist Level 25 mit deinem Main bei Giggleboxen und dein FS stirbt. Dann kannst du ihn wieder zu dir holen. Weil der ist vielleicht noch Level 17, 18 und hat noch kein Board. So. Oder halt im Dungeon. Bist in Mars Dungeon und dein FS stirbt. Was machst du denn? Ich würde sagen, das ist so ein Bedarf-Ding. Das kann man sich kaufen. Das musst du ja nicht gleich kaufen und so quasi Serverstart und gleich kaufen. Sondern so bei Bedarf kann man sich das eventuell holen, um halt vielleicht doch nochmal bei einem kleinen Fauxpas, ihr kennt es alle, Lags, FWC, um Partner wieder zurückzuholen. Des Bedarfs. Das sind einfach 10 Friendships des Bedarfs. Da weiß ich jetzt nur nicht bei A, war das überhaupt mit den Dungeon zurückholen? Aber halt, dass du on the same continent or on the same instance. Ja, B und ich weiß nicht, ob ich den anderen überhaupt mit drin habe, aber es wäre eigentlich das Gleiche. Das wäre so des Bedarfs. So, Ampli. Ampli-Rolle, ja, wissen wir beide. Ampli-Rolle ist S-Tier. Braucht man. Muss man natürlich gucken, dass man sie vielleicht nicht einzeln holt, sondern Bundles irgendwo mit abgreift. Aber am Ende sind das, ist das S-Tier. Also die muss immer mit aktiv sein, ist ganz klar. Potion of Recklessness, 10% Crit-Rate. Potion, finde ich, ist S-Tier für mich. Also Potion, 10% Crit-Rate, wenn du One-on-Oner bist. Digga, das ist alle Potions B, TBH. What? Also es kommt halt drauf an, so, ne? Klar, wenn du jetzt ein Magician bist, dann brauchst du die Crit-Rate nicht. Aber für One-on-Oner? Ist kein Must-Have. Ne, Potions S, sage ich. Also für mich sind Potions Preis-Leistung 10 Stück 100 F-Coin. Das ist ja nichts. Doch, Digga, wenn wir jetzt reingehen in das Vagranten-Gameplay 101 bis Level 15, 10% Crit-Rate mit Buff-Peng, dann noch Potion of Swiftness. Was weißt du, was du da für einen Killspeed hast? Wenn du ab und zu mal reinkrittest, dann machst du einfach schon 5k Damage, locker. Nee, Spaß, aber für mich ist Potion of Swiftness und Potion of Recklessness bis Level 15 zusammen mit Buff-Peng, der ballerst alles um. Bam, 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 bam. So ist es. Also für mich ist es S-Tier. Für mich ist das ganz klar S-Tier. Das Ding ist halt nur, es könnte runtergesetzt werden, wenn du danach irgendwie mit Skills levelst, dann brauchst du die danach nicht mehr so wirklich. Und das macht es dann natürlich eher schlechter. Aber wenn du sowieso eine One-on-One-Klasse irgendwie spielst oder die irgendwann mal brauchen wirst, Digga, die werden nicht schlecht. Oder du verkaufst die halt, die werden nicht schlecht. So, verkaufst du die. Ich würde normalerweise auch ST sagen, aber da es um den Start geht, kann ich sehen, dass es nicht mandatory ist, weil 10% zum Beispiel auf dem Akrobat auch nur 20% hat, sind 30% und not worth it, no? Doch, Crit-Rate ist unfassbar wichtig. Umso höher die Crit-Rate, gerade als Akrobat, also
als One-on-One-Auto-Attacker, Crit-Rate mit nach Attack-Speed und Treffersicherheit. Also als wichtigsten ist natürlich Treffersicherheit, dann Attack-Speed. Und wenn beide schon halbwegs maxed ist oder halbwegs hoch ist, dann ist danach Crit-Rate der Stat, den du haben willst. Attack-Speed-Potion ist nochmal besser als natürlich Crit-Rate. Aber beides zusammen einfach gottgleich. Jetzt ist genauso Potion of Clarity, ist für mich auch S-Tier, wenn du eine Mage-Klasse spielst. Naja, gut. Na gut, für mich ist es eher A-Tier, weil du bist wahrscheinlich eh genervt durch den Cooldown. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du spielst Moonbeam Assist, dann bringt die Cast-Time halt nichts, glaube ich, so wirklich, wenn du sowieso auf den Cooldown warten musst. So, oder? Was sagt ihr zu Potion of Clarity? Für Hit and Run ist Run Speed und Cast Time umso höher, umso besser und umso safer spielst du ja auch, ne? Aber am Anfang brauchst du es eigentlich nicht. Also, ich würde sagen, man kann es machen, weil Preis-Leistung ist auch hier nicht verkehrt. Wenn du jetzt einen Magician spielen willst oder sowas, dann holst du dir erst ein bisschen schneller Cast-Time, macht's den cool fett, wahrscheinlich nicht. Kostet es die Welt, kostet auch nicht. Ist halt 10% mehr Cast-Time, so ist okay. Also ich würde sagen, das ist B-Tier. Wenn du halt eine Mage-Klasse spielst, dann ab Level 15 irgendwie. Und sagst hier Action-Slot und gib ihnen die ganze Zeit irgendwie Waterballs oder Mental, nee, nicht Mental. Ach, ihr wisst schon. So, Elixir auf Anti-Magic, der brauchen wir überhaupt nicht. Elixir auf Anti-Magic, weil Magic Resistance brauchen wir nicht. Sorcerer ist Magical Power. Magical Power würde ich sagen für Moonbeam Assist oder für Magician halt mehr Magieschaden. Würde ich sagen A-Tier, oder? Was würdet ihr sagen? Auch A? Ist 5%. Finde ich nicht so krass wie 10% Attack beim One-on-Oner. Aber definitiv kannst du dadurch eventuell ein Monster schneller besiegen und schneller das nächste Monster. Also hast du eventuell einen schnelleren XP-Gain und Progress. Und das ist halt auch, wie gesagt, die Elixiere und Potions ist halt, ja, mit 100 F-Coin machst du halt nichts falsch. So, Parry. Tja, Parry ist eigentlich nicht so super. Ach, ich bin auch ein Bot. Parry, weiß nicht, ob es so relevant ist für Giant Hunten, denn ich würde es aber eher in C packen. Es kostet halt nicht viel, aber brauchst du es unbedingt für einen Start? Eigentlich nicht. So, die Elixiere habe ich gar nicht, glaube ich, erst genommen. Crit-Schaden. Crit-Schaden würde ich auch eher zu C, weil der einzige Fall ist eigentlich Jester nach Job Change, wo das dann wichtig ist. Aber ansonsten brauchst du es eigentlich nicht. Also eher C oder gar D-Tier für einen Start. Ist halt des Bedarfs, ne? So, Extra Bag 30 Tage. Extra Bag 30 Tage, finde ich, ist Quality of Life mäßig schon besser. Ich würde es Richtung A-Tier. Das Ding ist halt, wenn wir Smart machen, brauchen wir das so nicht kaufen, sondern haben das über einen Starter-Pass, haben es über das Beginner-Package A, haben es über Präregister, haben es über einen Monatspass. An sich wichtige Sache, aber du hast es halt in so vielen Sachen drin, dass du es eigentlich nicht kaufen brauchst, so einzeln gesehen. Deswegen, aus diesen Gründen würde ich es jetzt zum Beispiel bei B reinpacken. Quality of Life, mega geil, aber du hast es überall mit drin. Da würde ich es lieber direkt Beginner-Package kaufen, Starter-Pass kaufen, Präregister hast du es wahrscheinlich drin, Extended April-Pass hast du es drin, wenn du es kaufst. Deswegen würde ich es bei B reinpacken, weil du es so einzeln nicht kaufen musst. Können wir immer noch Beginner-Package in S nehmen, weil du nimmst doch safe lieber einen Pet und Board als die Pots, oder? Ihr könnt jetzt bei Twitch abstimmen. Ja, du kriegst auch deinen Willen, so wie es aussieht, ist Beginner-Package S-Tier. Denn, wenn wir aber Beginner-Package A S-Tier machen, dann ist für mich aber der Starter-Pass eigentlich auch S-Tier. Wo ist der Starter-Pass überhaupt hin? Ist der weg? Ah, ne, hier ist er. Was ist eigentlich aus dem BP geworden letzten Jahr? Der chillt nackig auf meinem Account rum. Starterpass, ja, dann machen wir Starterpass auch S-Tier. Ist okay. Uphat gibt dir bei jedem Hit Value. Crit Potion am Anfang eher jeden dritten Hit. Ja, kann ich schon verstehen, aber trotzdem ist dein insgesamter, auch für Preis-Leistung finde ich trotzdem top. Also für mich ist es eher A-Tier. Ist es für euch Potion of Recklessness eher A-Tier? Und Swiftness würde ich auch trotzdem bei S-Tier lassen. Wo ist Upcut? Ja, wir sind ja noch nicht fertig.
Kriegst du das als Upload auf YouTube, was du gerade machst? Ja, machen wir. Jetzt bin ich zufrieden. Okay. So, Flask of the Tiger. Ich finde Flask ein bisschen teuer. Aber gerade am Anfang sind die beiden schon, oder die 4 eigentlich schon nicht bad. Sind sie aber super S-Tier? Auf jeden Fall nicht. Sind sie A-Tier? Das Ding ist, du bekommst vielleicht auch welche so. Tiger Flask ist schon sehr gut, aber die sind halt teuer. Ne? Flask, die halten halt auch nur 30 Minuten. Ist jetzt nicht so wie Upcut Stone, 10 Stück für 300, die halten ja wenigstens eine Stunde. Die halten halt 30 Minuten. Ich finde, im Vergleich zu den anderen Personal-Sachen, das ist eine Sache, die könnte man sich gönnen. Vielleicht B-Tier. Wenn ich jetzt also ich würde zum Beispiel lieber den Monatspass nehmen als Flask of the Tiger. F, eher B-Tier. Du gehst zu inflationär mit dem S-Rang um. Ich glaube, man braucht einen S-Plus-Rang, vor allem, wenn ich noch Sachen dazu komme. Ja, vielleicht müssen wir das auch noch machen. Können wir ja anpassen. Vielleicht müssen wir noch einen Rang irgendwie auch hinpacken, ja. Ja, du willst halt auch 50 oder 60 Items halt hinpacken und so, ne? Und ich würde mir lieber einen Monatspass kaufen, TBH. Muss man überlegen, wenn du jetzt ja alle Flasks halt reinpackst, STR, Dex und die Stats, dann bist du halt bei einem Preis von einem Monatspass. Ich würde sie B. Ja, sie sind B. Also sie sind auf jeden Fall stark. Sie bringen dir starke Werte. Und können dir in bestimmten Situationen halt helfen, um zum Beispiel auch einen Giant zu machen. Ich finde Stone auch gar nicht so verkehrt. Bitte, warum überlegst du da so lange? Wir sind mehr schon für 80, wenn wir mal ehrlich sind. Naja, es geht ja halt auch um den Start, so, ne? Und da hast du halt dann 5 Stunden, hast du damit halt einen fetten Boni, Stat-Boni. Kannst halt vielleicht auch bei G-Waffen, hast es ein bisschen einfacher. Ob genau die jetzt beim Giant Hunten im Early Game für die ersten G-Waffen den Unterschied machen, dass die dir das eher erlauben, das zu schaffen, ja, weiß ich nicht. Könnte sein. So diese 20 mehr STA und Defense, dass du dann doch diesen Rage-Hit aushältst und nicht verreckst und dadurch deine G-Waffe droppst, was ein G-Stick oder ein Bow ist oder eine Axt. Kann ja möglich sein, so, ne? Muss aber nicht. Deswegen B. Sie können gut nützlich sein, aber sie kosten halt dafür auch. Okay, B. Warum überlegen wir denn da so lange? Hey, Mann! Wir machen es einfach wie Bonsor. So, Death Up Cut ist A-Tier. Ist auf jeden Fall besser als die. So. Einwände. S? Ach, nee, S nicht. S ist es nicht. Falls man gibt. Deswegen ist es ja A-Tier. Akti, kommt halt auf die Klasse an. A-Tier. Oder? Was sagt ihr zu Akti? G-Tier? Was sagt denn ihr zu Akti? Akti benutze ich nie. Als ob jetzt doch 24.04. Ja, ist doch 24.04. Was denn? Quatsch, was denn E-Fürs gegen S++? Ja, wir müssen noch mehr machen. Außerdem geht es ja nicht nur um Gegen. Gegen ist ein Part des Serverstarts, aber es ist ja nicht der alleinige Part. So, darauf machen wir jetzt nicht nur, weil eins für eine spezifische Sache wichtig ist oder gut helfen könnte, machen wir es ja nicht zum S-Tier. Also S-Tier ist ja wirklich was, eigentlich fast zu 100%, dir den Start einfach geiler macht. So. Scroll of Permanent Party. Hear me out. Hear me out, Boys and Girls. Scroll of Permanent Party finde ich am ersten Tag super wichtig. Was bringst dir nämlich? Du hast Scroll of Select Party gekauft, du hast deine Party auf Level 19 oder 24 oder sowas oder 39 und die booten den fucking Server neu. Die booten am ersten Tag den fucking Server neu und alle sind ausgeloggt und die Party ist weg. So, was sagt ihr zu Scroll of Permanent Party? Am ersten Tag. Für mich ist es S. Weil es ist Gala
sie sind schnell überfordert. Und wenn ich eine Scroll of Select Party kaufe und eine Party unbedingt hochhaben will, und dann ist einfach Relog oder irgendwas und deine fucking Party ist weg. Oder es ist A-Tier. Entweder worth it oder 5 Euro geblaut. Gamble. Ja. Ich würde sagen A-Tier. Also für mich ist es hoch. So. Weil es gibt mir einfach die Sicherheit. So, wenn die ihren fucking Server restarten oder irgendwie halt alles dezählt auf einmal, es muss ja nicht mit vorher Ankündigung, sondern irgendwie, oh, Disconnect und so. Wir wissen doch alle, wie es ist. So, alles wird nochmal neu gestartet und so. Die Party ist halt weg. So, damit nicht. Dann bist du der Einzige weit und breit, der gerade, wo du frisch Level 60 geworden bist, alle sind dezählt, alle Partys sind weg, keiner geht, du bist der Einzige, der durchgehen kann. Und du verscherbelst eine G-Night-Waffe nach der anderen an die hungrigen Boys und Girls da draußen, die halt alle G-Waffen brauchen. Genau dieses Szenario wird damit nämlich eintreten, meine Freunde. Acti B-Tier? Für den Start eigentlich gar nicht so relevant, ne, Acti? Refhold könnte aber schon eher so. Refhold würde ich B-Tier reinsetzen. Keine Ahnung. Ist halt, wenn du es halt wirklich brauchst. Power Scroll OP. Power Scroll, das OP-ste Item wohl, was du am Anfang bis Level 15 haben kannst. Change my mind. Also Power Scroll ist ja nun. Bitte etwa keine Freunde? Ich habe keine Freunde. Hast du ein Beginner-Package? Hast du ein Präregister? Es ist aber super krank am Anfang. Das boostet einfach deinen Schaden um, weiß nicht, 500%. Ist halt S++-Tier. Die Sache ist, die brauchst du eigentlich nicht kaufen. Die Frage ist jetzt, wie wir das handeln. Ich würde es trotzdem in S packen. Aber durch Beginner-Package D-Tier. Na, das ist halt die Sache, ne? Beginner-Package hast du 15 Stunden Power Scroll. Also es ist auf jeden Fall, für mich ist es A-Tier. Wir packen es in A-Tier rein, weil du hast es ja eigentlich in den anderen. Du hast es im Beginner-Package. Deswegen ist Beginner-Package eigentlich auch voll S-Tier. Habt voll recht. So, es ist A-Tier, aber du hast es hier drin, Hier ist die Frage bei Starter Pass, wie schnell kommst du da ran? Ja, hier dauert es, bis du es irgendwann mal kriegst. Also Stufe 10 bist du wahrscheinlich erst Level 105.000, bis du da mal rankommst. Aber du hast Beginner-Package halt. Beginner-Package ist halt besser und sowas. Also es ist halt OP, dieses Item für einen Anfang und kann man sich einmal für einen schnellen Start wirklich gönnen. Aber du hast es wahrscheinlich im Präregister und du hast es im Beginner-Package A. Und da hast du halt noch mehr. So für 1000. Was geht denn hier ab? Ari, was geht denn hier ab? Wir machen gerade eine Tierlist zum Cashen. Oh, ist das nicht toll? Gala freut sich. Gala sagt, ja, mach weiter so, Max. Wie gesagt, dann ist Power Scroll D-Tier. Ja, aber du hast es ja bei den anderen. Aber es ist halt ein wichtiges Item. Hä, aber das ist eine Item-Tierlist? Nee, das steht hier, Mann. Ja, ist okay. Ja, das ist halt so die Sache, aber dann ist ja. Naja, doch, Ampli brauchst du wahrscheinlich trotzdem. Denn das Blinkwing auf Material, na, brauchst du vielleicht trotzdem. Ja, ist ja gut, Mann. Ist der Besserwisser. White Drink X, ja, Digga, White Drink X ist halt irgendwo B-Tier. Wenn du es brauchst, wenn du mit Skills spielen willst oder sowas, dann kann man das schon kaufen und nutzen, aber es ist vielleicht auch C-Tier. Scheiß White Drink X, hasse ich irgendwie. Grillet El, auch eher C-Tier. Brauchst du es unbedingt? Ich würde sagen, ich weiß nicht. Also bevor ich gefühlt Grillet E kaufe, würde ich lieber Additional Connection Coupon kaufen, oder? 3, 6, 9, 12. Also, bevor ich 1K Grillet E kaufe ich lieber den Additional Connection Coupon, oder? Da ist eigentlich, könntest du fast den Additional Connection Coupon mit dem alles, was du kriegst, vielleicht auch in D-Tier packen. In B-Tier. Was sagt denn ihr zu Grillet E? Also Grillet E finde ich echt überteuert, so ein bisschen. Brauchst du es für CW denn? Vielleicht, für den ersten CW rentiert sich das eventuell. Für Giant Hunten würde ich es nicht unbedingt nehmen wollen. Für den Anfang useless oder nicht, ja. Also,
Ich würde es auch D packen. Ja, also dann würde ich halt lieber das Additional Connection. Ich finde es, gerade wo ich jetzt durchgeguckt habe, finde ich sogar ein bisschen attraktiver geworden von Value her. Du hast ja auch Ampli drin, Grillet El. Brauchst ja auch mal Additional Connection. Coupon. Ah. So, jetzt kommen wir zu das Item. So, 30 Days Scroll of Combined Party Effects. Heftig, heftig teures Item. 30 Tage, 5,5K ist jetzt sinnbildlich für alles, ob One Day, 7 Tage, 15 Tage, 30 Tage. Einfach nur die Scroll of Combined Party Effects. Für mich persönlich ist es eigentlich ein Must-Have. Für mich persönlich, für mein Gameplay. Ohne brauche ich nicht spielen. Daher ist es für mich eigentlich S-Tier. Game is unplayable ohne 55 Euro Party Effect Scroll. Ja. Sad but true. Ist auch nur wichtig, wenn man nicht 8 Char spielt. Ja, dann spielt man ja auch nicht. Ja. Ist halt Must-Have. Ist halt S-Tier. So. Ist traurig, dass die leider so teuer ist. So, was haben wir mit Additional Connection? C. Okay. C, dann bleibt sie bei C. Element Attack Stone Select Box. Eigentlich am Anfang total unrelevant und nur für ab 60 plus, würde ich sagen, wird es dann relevant. Da ist er dann aber auch OP stark, ne? Wo ist denn Upcut Stone, Bruder? Ich habe keinen Upcut Stone. Hey, Bruder, so aus dem Twitch-Chat und Chat. Wo ist mein Upcut Stone? Element D. Nee, C. Ja, Element ist C, würde ich auch sagen. Aber das braucht man halt für den Anfang eigentlich jetzt nicht. Ich habe keinen Upcut Stone hier drin. Lol, bin ich. So, Couple. Jetzt habe ich noch Couple-System. Wie findet ihr Couple-System? Ich habe hier Fancy Cubic Rings als Couple-System. Ist ja. Ist das S-Tier? Ist das A-Tier? Also, ich würde sagen, das ist halt S-Tier. Schon. So, also, das brauchst du halt dann schon. Nur du musst halt das bestimmte Level dann dafür halt haben. So, Blessing of Goddess. Was sagt ihr zum Start am Anfang zu Blessing of Goddess? Fashion Awakening. Ich würde sagen, könnte man eventuell machen, wenn du ein 10% Speedset sofort ziehst, dann kaufst du, weiß nicht, das ist schon teuer. Hätte ich gesagt, kaufst du irgendwie 10 Stück oder so, um überall eine Erweckung drauf zu haben. Aber Blessing of Goddess ist halt schon teuer, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie die Raten sind. Wenn du da so halbwegs moderat irgendwie 2% Speed irgendwo schnell raufkriegst, dann würde ich sagen, geht. Aber ansonsten, wie lange braucht man eigentlich mittlerweile von 0 bis 120 etwa? Auf dem FWC-Server oder auf dem normalen Server? Ich bin auch für D. Nur wenn man halt 10%, genau. Also erstmal solltest du man dafür 10% Speedset haben. Wenn du natürlich nur 8 hast, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so unbedingt da würde ich es halt lassen. Und wenn du 10% hast, ja, dann könntest du halt versuchen, dann kaufst du halt und du hast 1K irgendwie über, dann ja, vielleicht, weiß ich nicht. RNG D-Tier. Ja, ich würde es auch bei D-Tier lassen. So, Adventure Fortune Flask. Da müssen wir dafür brauchen wir einen neuen Reiter für F-Tier, oder? Wir machen erstmal die Bounty Flask. Die Bounty Flask hat geile Stats, aber die kannst du halt nicht benutzen, wenn du Adventure Fortune Flask hast. Daher eigentlich D. Und die Adventure Fortune Flask ist die Flask mit 100% EXP, 100% Drop, 15 PvE-Schaden und 10 Defense. Für 30 Tage oder für Tag X. Das ist sowas von S-Tier. So. Und Couple lassen wir erstmal raus. Achso, warte mal. Kann ich? Add a row above? Ah. Ach, guck mal, so geht's auch. Ah! Okay. So, S Plus ist Fortune Flask. Ist Beginner Package A S Plus? Was ist für euch S Plus? Ich würde sagen, die beiden sind für mich S Plus. Und jetzt ist noch die Frage, was nehmen wir noch für S Plus auf? Party Scroll leider auch, ja. Leider auch. 40% Attack, einfach OP.
Die Pässe sind auch S+. Was mit Personal House und Buff Peng? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Aprilpass bleibt B. Da ist die Frage, ob wir jetzt so vielleicht dadurch irgendwie noch was. Nehmen wir dazu noch was in S? Nee, ich würde es eigentlich schon so lassen, dass hier A. Upcutstone fehlt uns noch. Warte mal. Upcutstone. Upcutstone. A? Auch A, ne? S? Upcutstone A oder S? Wie viele Upcuts bekommt man durch die ganzen Bundles? Tja. Ich glaube gar nicht so viel, oder? Beginner war nichts. Starter nichts. Kein Upcut. Monatspass. Ab Stufe 4 erst, also noch nicht am Anfang. Also theoretisch müsst ihr es kaufen, so wie es aussieht. Präregister eventuell. Präregister auch eventuell nicht. Also kaufen. Upcuts down auf die 1. Auf S. Oh, war das mit dem Package 300 und so, da waren Upcuts drin. Stimmt, ja. Stimmt, bevor man jetzt für 300 Upcuts, war hier was für 300. Hier ist Upcuts down, Vitadrink X und Refresher Hood und Ampli. Das Ding ist jetzt natürlich klassenspezifisch. Brauche ich als One-Oner ohne Skills und sowas, brauche ich das hier? Nee. Hier kriege ich aber für 300 zwar eine Ampli, aber auch nur 5 Upcuts Downs. Was ist hier? 10 Upcuts Downs für 500. 3 Amplis. Also 300. 300 sind 600 F-Coin. 10 Blinkwing auf Madrigal, nimmt man auch alle mit. Job Change und sowas hin und her porten, geile Sache, egal ob First oder Second Job Change, dann spart man sich Blinkwing auf Madrigal kaufen. Ein CS-Pad. Vitadrink X oder Refresher Hood ist dann halt wieder Sache, brauchst du es oder brauchst du es nicht. Ich persönlich als One-on-Oner scheiß da drauf, also das ist für mich kein Mehrwert. Aber bevor ich 10 Upcuts Downs und ein paar Amplis kaufe, so normal, dann würde ich das Limited Package kaufen. Jetzt können wir nochmal 900 da reingucken. Hier haben wir 15 Upcut, das sind also 450 F-Coin. Dann 5 Amplis sind wir bei 950. 20 Blinken auf Madrigal sind, glaube ich, 200 F-Coin, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also vielleicht, je nachdem, würde ich dann Limited Package 500 mir dann vielleicht holen, anstatt halt 10 Upcuts down einzeln. Das ist das gleiche wie mit PowerScroll, leider. Ich glaube, die mittlere Package ist es, TBH. Für mich auch, ja. Die würde ich dann vielleicht auf A-Tier. Wo haben wir die? Die haben wir bei C geparkt. Das hängt jetzt echt davon ab, ne, bei den Packages, was bist du für eine Klasse? Für mich ist dann das 500er vielleicht doch, da hast du auch nochmal ein CS-Pad, da könntest du vielleicht sagen, Beginner-Package nicht, aber doch, Beginner-Package würde ich schon holen. Ist es A-Tier, 500? Wenn du sowieso Upcut-Stones haben willst, dann ist es für mich, wenn du sowieso Upcut-Stones haben willst, dann ist das hier für mich auf jeden Fall, boah, dann ist das hier eher B-Tier. S? Warte, ich mache eine Abstimmung. S plus und S. Oh, holy moly, habt ihr. Echt? Nee, wir machen auf S. S plus würde ich jetzt nicht sagen, aber S. Okay, haben wir damit eigentlich alles? Jo. Eigentlich haben wir damit alles, oder? Vermissen wir irgendwas so? Ich habe jetzt so Fashion nicht reingenommen. Ich habe jetzt Vendor-Shops nicht mit reingenommen. Ich habe Kaigas-Chips nicht mit reingenommen. Ich habe CS-Pads nicht mit reingenommen. Ich habe ja diese normalen Umhänge nicht mit reingenommen. Das habe ich nicht mit reingenommen, weil es ist eigentlich No-Brainer, Beginners Package A. Boards habe ich nicht mit reingenommen, weil No-Brainer, Beginner Package A. Also das ist schon OP, oder? Beginner Package A ist schon OP. Ich glaube, viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber so Pad, Transmute und so eine Sachen juckt alles nicht. Accumulation Fuel juckt nicht. Common Bank juckt auch nicht. Außer mir ein bisschen am Rücken. Scroll of Holy, Scroll of Forgive, Scroll of Blessing, Rest Scrolls.
Das macht alles. Item Transi A, B holt sich jeder, wenn er sagt, ja, er muss jetzt unbedingt den Cruiser-Part oder Komet-Set-Teil hier oder Tebas-Set-Teil, muss ich jetzt hier unbedingt irgendwie transen oder so. Das macht dann jeder für sich halt. Wenn er sagt, das ist ihm jetzt sofort, das braucht man jetzt nicht am Start gleich irgendwie kaufen. Ja, Party-Scrolls einzeln. Klar, irgendjemand, der sagt, ja, nee, ich brauche Enhanced hier, Red Scroll brauche ich nicht, Combined brauche ich nicht, aber ich möchte gerne stapeln können oder so. Ja, gut. Aber ansonsten Reduce Scrolls brauchen wir alles nicht. Die Stackable lasse ich auch raus. Also das ist, ja, wer über Hard Pain will, der holt sich die halt einfach, um schneller zu dingsen. Aber ich persönlich, also was haltet ihr denn von 20er? Wollen wir die 20, 40er, 60er, wollen wir die mit in die Liste hier mit reinnehmen? Sollen wir die mit reinnehmen in die Tierliste? Ich persönlich lasse die Finger davon weg, weil mir sind sie zu teuer. Und beim FWC ist halt das Ding, du gibst hier irgendwie 150 aus für 1 bis 20 und du brauchst die nicht mal die Stunde. Ja, gut, wegen Jobchange halt, aber 21 bis 5, ja, weiß ich nicht. Zu teuer, ja. Also für mich sind die auch zu teuer, persönlich.